Ja, liebe Freunde, wir sind hier beim Piet und wollen jetzt mal anschauen, was er gemacht hat. Ich habe noch keine Ahnung, wie es aussieht und bin voller Vorfreude und hoffe, es sieht gut aus. Wir werden uns überraschen lassen. Man sieht von hier aus schon den Bügel und man kann hier schon sehen, das sieht richtig gut aus. Das gibt einen ganz anderen Schnitt, als wenn das Ding da in der Mitte so hoch steht. Das sieht dann schnittig aus, das ist wie beim Peter dann. Das soll Peter hem auch dicht haben. Dan mag er wel eens eens wie viel Stunden Arbeit. Ich hatte gedacht 1,5 Wochen, aber heute 3 Wochen, was ich daran gearbeitet habe. Glänzt sehr schön. Das ist noch die, kommt noch ab. Dass es wieder auslehnt. Ja, hier in der Mitte kommt dann die Satellitenschüssel drauf. Das Radar, das lassen wir dann komplett weg. Ja. Das haben wir bisher nicht gebraucht und das werden wir in Zukunft auch nicht brauchen. Und dafür haben wir AIS im Einsatz und das reicht also völlig aus. Bei Nebel, wo man nicht sieht, fahren wir sowieso nicht. Das ist also sehr schön geworden hier mit dem Chrom. Das sieht also doch ganz gut aus. Das kommt ja noch ab hier. Das ist nur, mehr ist das gar nicht. Nee. Darüber wird die gesamte Schüssel gesteuert. Ja. Okay. Das ist gleich bei mir an die Wohnung. Da habe ich ein Automat, die wird auch allein durch die Kabel. Ich habe gedacht, es wären 2 Kabel. Das heißt, das Antennenkabel und noch ein Steuerkabel. Aber gut. Die ist da nicht. Ist da nicht. Weil ich guck mal unten bei dem Receiver, was da ankommt. Ja, da kommt tatsächlich nur ein Kabel an. Ja. Die Satellitenschüssel hat tatsächlich nur ein Antennenkabel. Und hier steht drauf, dass man das nicht teilen soll. Deshalb legen wir das direkt. Dass sie das auf die Weise wasserdicht bauen. Ja, ja. Ja. Im Notfall wäre es halt so, dass man sagt, okay, dann schraube ich das ab und kann dann nur den klappen. Dann hat man ja schon Höhe gewonnen. Ja. Ja, muss das gar nicht klappen, weil das so niedrige Brücken nehmen wir dann doch nicht. Aber es geht mir einfach darum, dass man im Zweifel mal durch Brücken fahren kann, wo man sonst nicht weiterkommt. Ne? Also wenn man eine Strecke hat, wo eine einzige Brücke ist, die wirklich kritisch ist, dann kann man ausnahmsweise mal so einen Bügel klappen. Und wo wollen Sie was haben? Ja, also bei mir ist Radarschüssel und dann kommen die Lichter. Hecklicht, das ist kein Problem. Ja. Als je die kan hier am Ende stehen. Ja. Das ist nicht nötig, maar de Toplicht, Ankerlicht, Ja. das muss da oben, want das Ja. muss. Wäre das denn eine Möglichkeit, dass man sagt, man macht das Ankerlicht so, dass man das klappt und nur im Zweifelsfalle hochstellt, wenn man tatsächlich ankert? Jawohl. Das heißt, die Satellitenschüssel kommt in die Mitte Ja. und die Scheinwerfer an der Seite. An die Rechterseite und Oder die rechts. Hupe hier, an die Und Linkerseite. Das Licht hier. Also Das Toplicht. Toplicht. Und das Hintenlicht, das kann ich hier hinten wohl bauen. Genau, und das die Ankerlicht ist dann so, dass das schwenkbar ist, dass wir das schwenken können bei Bedarf. Ja, was dass Sie das die nicht so nötig hoch haben, steckt. kann man die reinstecken. Weil das muss ja höher sein wie die Schüssel, damit wir das sieht. Dat zei ik, dat muss höher. Ja, und das machen wir dann, aber das brauchen wir in der normalerweise nicht. Wir brauchen nur das Fahrlicht. Genau. Das Gute ist jetzt hier auch, dass das Wasser, was hier immer durch das Rohr gekommen ist, was immer hier reingelaufen ist, Ja. jetzt nicht mehr hier reinläuft. Weil das ist ja jetzt hier außen. Ja. Ne? Das war ja immer, wir hatten immer eine riesige Pfütze hier unter dem Teil das hier sagten und Sie, Schimmel. Ja. Na hier, das ganze Teil darunter war immer verschimmelt, weil hier immer Wasser drunter stand, was hier reingelaufen ist. Dit werd abgedicht met die speciale foam, Ja. die we ook haben bei Fensters. Ja, Ja, ja. Zo'n foamteil komt ook hier tussen. Hier zwischen, okay, Ja. das ist gut, ja. Nicht geht, want dat is Ja. wieder eine feste Verbindung. Ja, genau, Ja. okay, super. Maar dan komt zo'n. Bei dieser Lösung haben wir jetzt 2 Planen. Eine, die von hinten nach hier geht und eine zweite Kappe, die von hier nach vorne geht. Vorher hatten wir eine durchgängige Kappe und das Problem war immer, weil der Bügel hier oben rausgeguckt hat, dass hier die Plane drumherum geht und hier lief immer Wasser rein. Wenn es geregnet hatte, dann lief hier Unmengen an Wasser rein.
Und das haben wir damit jetzt dann auch ausgeschlossen. Ich hoffe, dass es dann eben dicht ist. Das ist dicht. Na, Ja. dicht. Alles neu angeschweißt worden, sodass das richtig fest ist. Und hier unten ist ein Scharnier. Da kann man das Ganze auch noch klappen, wenn man möchte. Hier oben kommen Stecker rein, sodass die Kabel eben sauber gesteckt werden können, wenn man das abnehmen will. Und man hat dann nicht das Problem, dass man das nicht auseinanderkriegt, weil die einzelnen Geräte haben schon ganz schön viele Anschlüsse. Wie sieht es denn mit der Zeit jetzt aus? Wann ist das fertig? Ja, ich habe... Was ist mit dem Kappenmacher? Die hat ein Problem. Sie knippen das nicht mehr. Das wird CNC eingemessen. Ja, und kommt an die Maschine, dass das auch CNC ausgeschnitten wird. Ja. Und dann wird das zusammengenäht. Und da war ein Fehler zwischen was eingemessen wird und was ausgeschnitten wird. Wir haben noch ein Problem, dass wir beim Schnellfahren immer wieder auf dem rechten Tank, der ist irgendwie gestoppt, da ist irgend noch was im Tank drin, was sich dann auf die Ansaugung setzt. Wenn man das durchbläst, dann funktioniert es wieder oder bei Langsamfahrt auch, aber bei Schnellfahrt, wenn das Boot kippt, verstopft immer irgendwas im Tank. Hast du da schon mal nachgeguckt? Nein. Noch nicht, okay. Nee, ich nehme nicht an, dass das große Schwierigkeiten gibt. Ja, ich denke mal, muss man nur aufmachen und gucken und ein bisschen absaugen oder so, ja. Und, und Ölwechsel wird dann im Wasser gemacht. Ja, muss die Maschine eben schön warm laufen. Okay. Das ist kein Problem. Teilen haben wir, Öl. Also der aktuelle Plan ist zurzeit, wenn man den einhalten könnte, wäre vor Ostern zu fahren. Das wäre Mitte April. Ja, Ostern ist nicht so früh in diesem Jahr. Das sei, als die Kap da ist, want das ist das Einzige, wo ich auch warte. Heute weiß ich bestimmt, wie das haben. Ja, dann kann ich das diese und nächste Woche fertig machen. Ja. Und wenn die Kap da ist und die anderen Teilen, das Entschuldigung, ist nicht das Schwerste, dann haben wir das gut. Okay, ja, ich habe noch eben, da haben wir übergeredet nach das Stickdeck geguckt. Ja. Ich weiß nicht, sie haben nicht all Müll gesehen, denke ich, was sie da ankwamen. Hier steht das Dümmel ganz da oben. Ja. Und hier habe ich das höhere Stück weggenommen. Man könnte sehen, wie viel Holz als da weggegangen ist. Ja, ja. Und da waren auch Teilen gleich hier. Ja, und das bemerkt man, als man das wegschnitt, sieht die keine Unterstützung mehr haben. Ja. Ja. Und ich habe die beiden Teilen, wo wir über geredet hatten, wo Wasser untergekommen war, die habe ich geöffnet. Ja. Und ich denke, dass die heute schön getrocknet sind. Die und da ist noch ein hinten hin, habe ich auch. Und die war auch los, habe ich auch geöffnet. Wir haben hier so eine Teil, wo die Platte leicht offen ist und hier drunter sammelt sich Wasser. Das kann man jetzt trocknen und dann wieder neu isolieren und das ist noch so weit fest, aber durch das Wasser, was sich hier quillt das Ganze und dann hebt sich das ab und dann kann man normalerweise hier drauf drücken und das ist nicht sehr schön, weil wir wollen das Stickdeck noch eine Weile erhalten und nicht neu machen, deshalb muss das ein bisschen geflickt werden. Ja, das ist alles noch sehr chaotisch. Wenn wir erstmal unterwegs sind, dann wird das alles richtig schön. Nicht gemacht. Unser Boot steht hier noch in der Halle. Wir hoffen, dass wir bis Ostern ins Wasser kommen. Wie sonst Anfang April, das wird diesmal nichts werden. Unser Heckstrahler, der hat auch schon gelitten. Auch schon nicht mehr. Da sind jede Menge Muscheln drin. Was man da so an Muscheln bekommt, ist schon Wahnsinn. Die Schrauben sind soweit auch in Ordnung. Alle Schrauben sind gut, ist auch keine Macken dran. Da liegt unser alter Bügel und hier ist das Radar, das wir nicht mehr montieren werden. Piet hat sogar lackiert hier, unser Lüfter, der schon nicht mehr schön aussieht. Das ist perfekt. Und dass man mehr Rundung haben will, dann setzt man die an die Seite. Ja, Piet demonstriert halt, wie man eine Rundung in einen Edelstahl bekommt, in ein Rohr. Naja, bei Arbeiten sind die normale Rundung, die bringen wir hier mit speziellen Maschinen an. Und da eine spezielle Maschine für die Rundung, okay? Ja, für diese Stücken, Ja. die wird mit dieser Maschine gemacht. Ah ja. Ja, und deze, er steht ein Walz, want eerst wird die gemacht
Maar nach das Schweißen oder die Feinarbeit, want man kann niemals 100%ig das da machen. Und dann kann man das mit so einem Teil dann wieder richten. Ja, das war unser Besuch beim Piet. Es sieht doch sehr schick aus. Das ist schön glänzend. Sieht besser aus, als ich erwartet habe sogar. Ich bin also wirklich positiv überrascht. Allerdings mit den Terminen ist das noch nicht so ganz klar. Der Kappenmacher hat einige Probleme mit seiner Maschine. Wir wissen noch nicht, wann er fertig wird. Unser Saisonstart hängt jetzt davon ab, wenn der Kappenmacher die Plane drauf macht. Unsere aktuelle Planung ist noch, dass wir kurz vor Ostern ins Wasser wollen. Das ist ja Mitte April. Aber ich bin im Moment noch skeptisch, ob das klappt. Der Tank muss noch gereinigt werden. Wir haben ein Problem immer noch mit einem verstopften Tank. Und dann muss noch im Wasser der Ölwechsel gemacht werden und dann können wir losfahren. Aber unser Knackpunkt ist der Planmacher. Wir lassen uns überraschen. Das war ein kurzer Besuch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr wisst jetzt, wie weit wir sind und wo wir stehen.